Weißt du, die Liebe und ich, wir sind durch. Es ist vorbei. Ja, ich kann auf dieses ganze Gefühlsgedöns auch dankend verzichten. Finde ich super, dass du das genauso siehst. Also, wie sieht's aus? Heute geht leider echt nicht. Aber ein anderes Mal super gerne. Also meinetwegen musst du nicht hier bleiben, Judith. Wenn du Bock auf das kommst. Nein, nein, Quatsch. Wir machen unseren Kochabend, wie abgemacht. Okay, dann wünsche ich euch mal einen guten Appetit. Ich muss. Viel Spaß. Ciao. Warum bist du denn nicht mitgegangen? Das wäre doch deine Chance gewesen. Weil wir beide verabredet sind. Du lernst kochen, schon vergessen? Ist nett gemeint, aber du bist mit so nichts verpflichtet oder so. Ich brauche keinen Seelsorger und ich weiß, dass du viel lieber mit David unterwegs wärst. Was? Aber das stimmt doch gar nicht. Ich freue mich total auf den Abend mit dir. Ist schon okay. Ich kann die Zeit eh ganz gut brauchen. Nachdem ich die letzten Vorstellungsgespräche so abgelost habe, kann ich mich jetzt ein bisschen besser vorbereiten. Ja, aber wir beide... Außerdem, wir beide wohnen jetzt zusammen. Wir können die Küche oft genug verunstalten. Viel Spaß mit David. Na super. Ansgar, Was? du musst was unternehmen. Ich hab's dir erklärt, ich kann nichts unternehmen. Wenn ich Tanja die Polizei auf den Es Hals... geht hier ausnahmsweise nicht um das Sorgerecht für Hannes, sondern um Annegret. Ja, Tanja wird ihr schon nichts tun. Ach, bist du dir da so sicher? Du weißt genau, dass Tanja zu allem fähig ist. Und weil du jetzt zögerst, nur weil du Angst hast, Streitmann könnte davon Wind bekommen und euch das Sorgerecht für Hannes verweigern, dann... Sie hat recht, Ansgar. Tanja hat ihre Mutter verschleppt und ich traue ihr locker zu, dass ihr noch mehr antut. Du musst die Polizei rufen. Ansgar von Landstein hier. Ich würde gerne eine Vermisstenanzeige aufgeben. Nein, es geht um meine Frau. Sie wollte ein paar Einkäufe erledigen und müsste eigentlich schon längst zurück sein. Du hättest mich beschützen müssen. Du hättest dich für mich einsetzen müssen, als alle gegen mich waren wegen Thomas. Aber du hast mich verraten, damals wie heute. Du hast es verdient, genauso zu sterben wie er. Die Location steht, die Models sind gebuckt und der Fotograf müsste heute in Düsseldorf eintrudeln. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau von Rath. Ich habe schon alles im Griff. Ich melde mich dann später noch mal bei Ihnen, ja? Okay, tschüss. Hey, was machst du denn noch hier? Mit Arbeit kann ich mich am besten von Lydia ablenken. Und du? Auch noch fleißig? Ich organisiere das Lili von Rath-Shooting. Sie selber hat keine Zeit dazu, weil sie gerade in Mailand ihre neue Modekollektion vorstellt. Dass die Holding ihr Label übernommen hat, war für dich ein richtiger Glücksfall, was? Ja, und wie? Und dass Elisabeth Lili vorgeschlagen hat, mich mit dem Shooting zu betrauen. Das ist echt der Hammer. Jens zu holen war übrigens einer deiner besten Ideen seit langem. Lili war mega beeindruckt, dass ich so einen bekannten Fotografen an Land gezogen habe. Deswegen bin ich eigentlich auch hier. Jens hat vor einer halben Stunde im Hotel eingecheckt und wir wollen nachher noch ein bisschen um die Häuser ziehen. Wie sieht's bei dir aus? Ach nee, ich muss noch mal alles durchgehen. Wenn Elisabeth und Lili mir schon so eine Chance geben, will ich nichts verbocken. Na gut, wenn du es dir noch anders überlegst, ich habe mein Handy dabei. Ja, und wehe, Jens stürzt heute Nacht irgendwo ab. Ich brauche ihn morgen, ja? Sag ich ihm. Hi. Hi. Na,
Störe ich? Ehrlich gesagt, ja, ich habe zu tun. Keine Zeit? Gar keine. Und was, wenn ich ein Angebot habe, das du nicht ausschlagen kannst? Ich hatte das Gefühl, dass Olli am liebsten gleich mit nach Hause gekommen wäre. Ja, aber er soll sich mal nicht so anstellen. Er soll froh sein, dass er so glimpflich davongekommen ist. Und die paar Tage wird er jetzt auch noch aushalten. Ja, vor allem, weil Christian kaum von seinem Bett wegzukriegen ist. Komisch, Konstantin scheint gar nicht da zu sein. Wollte der sich nicht noch vorbereiten für sein nächstes Bewerbungsgespräch? Keine Ahnung, wo der steckt. Hallo? Hi, ich bin's. Ach, David, wie war das Konzert? Der Oberhammer, echt abgefahren. Sag mal, nachdem du mich heute so schmählich im Stich gelassen hast, Lust, morgen zusammen zu frühstücken? Hallo? Pardon, war kurz abgelenkt. Ich sitze hier gerade mit Judith zusammen. Was meintest du, Frühstück? Genau, frag doch Judith gleich, ob sie auch mitkommen will. Ja, das mache ich. Und dann rufe ich dich gleich zurück, ja? Super, bis später. Lust, mit David und mir morgen zu frühstücken? Ach. Netter Versuch, Judith. Aber du bist durchschaut. Wie meinst du das? Du magst meinen Bruder. Und zwar ziemlich. So meine ich das. Ja, ich weiß, dass du das nicht so supi findest. Ich will nur nicht, dass er dir wehtut. Ich liebe meinen Bruder wirklich abgöttisch, aber er ist immer ein Frauenvernichter. Schon klar, deine Warnung ist angekommen. Ich wollte mich auch wirklich zurückhalten, aber gerade jetzt lädt er mich ständig ein. Also erst zum Konzert, jetzt zum Frühstück. Anscheinend steht dein Bruder darauf, wenn Frauen sich rar machen. Ich sag dir, zieh nie mit einer Frau in eine WG, von der du was willst. Ja, ich kann mir vorstellen, wie es dir geht. Ich glaube, ich würde es nicht aushalten, Lydia jeden Tag zu sehen, ohne auch nur die geringste Chance bei ihr zu haben. Ja, das ist die reinste Folter. Einen wunderschönen guten Abend. Jens! Geil, dich zu sehen. Bin ich aber auch. Wollen wir gleich los? Darf ich vorstellen, Konstantin von Lahnstein, Jens Kramer, mein alter Kumpel. Noch einer von der Lahnstein-Sippe. Bist heute Abend dabei, oder? Ja, komm mit. Wir gehen was essen, trinken ein paar Cocktails. Ach du, eigentlich wollte ich mich gleich hier dran setzen. Du willst wirklich nach Hause? Überzeugt. Ich leg mich mal ein paar Stunden hin. Ich habe morgen Frühschicht. Ja, schlaf gut. Ach ja, und sag mir bitte Bescheid, sobald ihr was Neues hört, okay? Machen wir. Gott, wie kann man denn jetzt ans Schlafen denken? Er macht sich genauso große Sorgen wie wir. Und wenn wir noch mal losfahren nach ihr suchen? Ach, wo sollen wir denn suchen? Tanja kann ihre Mutter überall versteckt haben. Hätten sie doch längst gefunden, wenn die Polizei nicht so lahmarschig wäre. Es ist bei Vermisstenmeldungen normal. Die warten bei jedem 24 Stunden, bevor sie was unternehmen. Ich bin aber nicht jeder. Ich spiele jedes Wochenende mit dem Polizeipräsidenten Golf. Ja, vielleicht hätten sie schneller reagiert, wenn du von Anfang an die Wahrheit gesagt hättest. Gott, jetzt kommt das wieder. Zum letzten Mal. Hannes ist mir wichtiger als Tanjas versoffene Mutter. Dir geht's immer nur um dich? Dass Tanja Annegret vielleicht umbringt, ist dir doch völlig egal. So weit wär's gar nicht erst gekommen, wenn du nicht wieder den Moralapostel gespielt hättest. Wie bitte? Ja, natürlich. Ich hätte doch längst rausbekommen, was Tanja mit dem Tod ihres Bruders zu tun hatte, wenn du dich nicht eingemischt hättest. Du wolltest eine trockene Alkoholikerin abfüllen, nur um ihre Tochter fertig zu machen. Je. Na und? Was haben denn deine Skrupel bewirkt? Sie hat trotzdem wieder zur Flasche gegriffen. Das du eigentlich wissen können, aus Erfahrung. Ansgar, jetzt reicht's aber. Ja, ich bin eben ein bisschen nervös. Das nächste Mal verlange ich aber ein 5-Gänge-Menü. Und Champagner vom Feinsten. So, dieses Festmahl beim Inder plus die Flasche Rotwein waren dir also nicht genug? Ach, die Aussicht am Rheinufer hat mich entschädigt. Ach, die Aussicht am Rheinufer habe ich dir schon mal die Aussicht von meinem Schlafzimmer gezeigt. Mehrfach? Da gibt es immer wieder Neues zu entdecken, das ist der Wahnsinn. Nein, sorry, Gregor, ich muss arbeiten. Jetzt noch. Ja, das habe ich dir doch gesagt. Ich bin verantwortlich für dieses Shooting und das ist mir echt total wichtig. Ja, und was mache ich jetzt bitte schön? Hm? Was soll das heißen, er ist krank? Das heißt, dass er krank ist. Ja, aber das Shooting ist schon morgen Mittag. Wir brauchen sofort Ersatz. Oh Gott,
Warum muss sowas immer passieren, wenn die Chefin nicht da ist? Oh nein. Was? Es sind Mailänder Modewochen. Das heißt, die angesagtesten Typen sind dort gebucht. Was sollen wir denn machen? Wir? Ich mach gar nichts. Ich brauche nämlich meinen Schönheitsschlaf. Und wehe, du bringst mir irgend so ein hässliches Frettchen. Dann streike ich nämlich. Hör auf, mich so anzustarren. Oh, ich kann meinen Blick einfach nicht abwenden. Ich finde das süß, wenn du dich so ins Zeug legst. Ja, ist klar. Nein, das ist mein Ernst. Ich mag das, wenn du dich engagierst für eine Sache, die dir am Herzen liegt. Ich bin da übrigens ganz ähnlich und ich kann da ziemlich hartnäckig sein. Von Landstein? VL Faces, Kitty Kübler hier. Frau von Landstein, wir haben ein Problem. Will ich es hören? Eher nicht. Und ich weiß ja auch, dass das nicht in Ihren Zuständigkeitsbereich fällt, sondern in den der Agentur. Aber ich weiß wirklich nicht weiter. Ja, jetzt sagen Sie schon, was ist los? Unser männliches Model ist ausgefallen. Und ich weiß nicht, wo wir Ersatz auftreiben sollen. Ich finde die Idee mit dem Privatdetektiv sehr vielversprechend. Wenn der sie finden kann. Ja, vielleicht findet er wenigstens einen Ansatzpunkt. Wir versuchen es einfach. Guten Morgen. Ach, Tanja. Wo ist Annegret? Was haben Sie mit ihr gemacht? Sachte. Was soll ich mit meiner Mutter gemacht haben? Sie wollten sie zum Schweigen bringen. Weil sie kurz davor war, uns die Wahrheit zu erzählen über ihren Bruder. Ach, und da glauben Sie, ich bringe meine Mutter einfach mal eben so um? Sie sind noch hohler, als ich gedacht habe. Wo ist sie, Tanja? Ich habe sie in eine Entzugsklinik gebracht. Und die Rechnung lasse ich Ihnen zukommen. Wenn Sie sie mit Ihren dämlichen Fragen nicht so durcheinander gebracht hätten, hätte sie nie wieder zur Flasche gegriffen. Aber was kann ich von einem Ex-Alki wie Ihnen schon anderes erwarten? Lass uns anfangen. Wenn meine Schwester mal verpennt, dann ordentlich. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach, Skaten, Surfen und Tauchen. Das war schon immer das Allergrößte für mich. Mein Vater war natürlich nicht begeistert, als ich mein Hobby zum Beruf machen wollte. Und als ich dann hierher gekommen bin, total pleite. Naja, aber meine Mutter, die war immer total begeistert und hat mich immer total unterstützt. Du kennst sie doch auch, oder? Ja, klar. Ich würde dir ja gerne das Surfen beibringen, aber die Brandung am Rhein ist doch nicht so prickelnd. Das könnte schwierig werden. Aber kennst du ein paar coole Plätze zum Skaten? Klar, ein paar coole Plätze kenne ich schon. Hast du denn Blades? Blades? Blades sind was für Weicheier. Ich rede hier vom Skateboard fahren. Ja, klar. Ja. Hättest du Lust auf eine Probestunde? Ja, sicher. Dann ist fertig, zieh dir was Cooles an und los geht's. Aber es dauert wirklich nur ein paar Stunden. Du würdest mir einen riesen Gefallen tun. Rebecca, ich habe dir doch gestern schon gesagt, ich habe null Bock auf so ein Modelszeug. Das am See war schon eine Ausnahme. Aber du wärst genau der richtige Typ für die Kampagne. Bitte. Ja. Mein Typ wird im No Limits verlangt. Und da ist genug zu tun. Na gut, dann muss ich mir wohl was anderes einfallen. Ach, das schaffst du schon. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Hm? Alles klar? Oh, naja, bei mir ist gerade Großalarm. Kann ich irgendwas für dich tun? Vielleicht Interesse an einer Geschlechtsumwandlung. Kein Problem. Das ist echt lieb von dir. Aber mir kann nur einer helfen. Und er hat keine Lust dazu. Gregor. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt echt ein Problem habe. Ich hätte mich unheimlich gefreut, wenn er einfach mal für mich da gewesen wäre. Auch wenn ich das natürlich nicht von ihm verlangen kann.
hättest dich wirklich hinlegen sollen. Du fällst ja gleich um. Ich hätte sowieso nicht schlafen können, solange wir nicht wissen, was mit Annegret ist. Machen Sie uns bitte einen Kaffee extra stark. Du glaubst also auch nach wie vor nicht, dass sie in einer Suchtklinik ist? Natürlich nicht. Und ich finde, wir sollten doch die Polizei einschalten, wenn wir bis heute Abend nichts von ihr gehört haben. Ja. Das ist doch Tanjas Tasche. Wenn du moralisch kein Problem damit hast, würde ich gerne einen Blick reinwerfen. Eine Entzugsklinik. Dann hat sie ihre Mutter also doch. Ich glaube nichts, bevor ich da nicht angerufen habe. Keiner von denen passt auch nur andeutungsweise. Ich weiß. Mit diesen Witzfiguren will ich jedenfalls nicht zusammenarbeiten. Müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen. Olivia, vielleicht gehst du vor dem Shooting noch mal zum Friseur. Du hast ziemlich fiesen Spliss. Wisst ihr, eigentlich ist es auch gar nicht mein Problem. Ich bekomme meine Gage nämlich so oder so. Da hat Olivia ausnahmsweise mal recht. Wenn ich das nicht hinbekomme, reißt mir Frau von Landschein den Kopf ab. Mir sieht es leider ähnlich aus. Ich habe mich quasi darum gerissen, dieses Shooting auf die Beine stellen zu dürfen. Das tut mir so leid, zumal Sie nicht mal für die Models zuständig waren. Ja, aber für den reibungslosen Ablauf. Und das passende Model. Ich habe alles vergeigt. Das Shooting können wir absagen. Das heißt, ich muss Gräfin Landstein anrufen? Und ich Elisabeth und Lilly. Das war garantiert das letzte Mal, dass die beiden mir so was Wichtiges anvertraut haben. Okay, ich muss jetzt auch mal los hier. Bis später. Bist du gerade erst nach Hause gekommen? Ja. Ich war mit Sebastian und einem Kumpel von ihm unterwegs. Ich bin sofort wieder weg, lass dich nicht stören. Du hast da Lippenstift. Oh ja, stimmt. Hattest du etwa nur... Nein. Ich hatte nur einen netten Abend. Ach so. Ja, dann drück mir mal die Daumen, dass ich mit David genauso weit komme. Er hat mich gefragt, ob wir gleich zusammen skaten gehen. Also, nur wir beide. Ja, dann viel Glück. Ja, und Lilly von Rath wollte unbedingt mich haben, als das Gesicht ihrer neuen Kampagne. Naja, da hat sie ja die richtige Wahl getroffen. Eine bessere hätte sie auch nicht finden können. Ja, tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Du siehst super aus. Mir ist allerdings etwas dazwischen gekommen. Wollen wir dann? Wir müssen das Skaten leider verschieben. Olivia hat mich spontan gebeten, bei einem Fotoshooting auf Schloss Königsbrunn einzuspringen. Die brauchen ein männliches Model und ich brauche das Geld. Außerdem hätte ich nichts gegen einen Tag am Pool einzuwenden. Verstehe. Pack dein Bikini ein und komm doch einfach mit. Nee, lass mal. Ich muss sowieso noch total viel für die Uni tun und so. Schade. Aber das mit dem Skaten holen wir nach, okay? Klar, kein Thema. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ja. Und genau das meinte ich. Hallo Elisabeth. Rebecca hier. Ja, ich dachte, du bist in der Firma, deswegen rufe ich an. Oh ja, klar. Ich rufe an, weil ich mit dir reden muss. Es geht um das Lilly von Rath Shooting. Wartest du bitte eine Sekunde? Was machst du denn hier? Ach, ich dachte, ich schaue nur mal so vorbei. Sorry, aber für nur mal so habe ich jetzt echt keine Zeit.
Ja, okay, schade. Ja, dann erzähle ich dir später, dass ich noch mal über deine Bitte nachgedacht habe. Was? Stopp. Meinst du das ernst? Also, wenn du mich so dringend brauchst, dann kann ich dich unmöglich alleine lassen. Elisabeth? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass alles nach Plan läuft. Ja, Models, Fotograf, Maske, Location, alles steht felsenfest. Ja, ich melde mich dann später noch mal, okay? Alles klar. Tschüss. Du bist mein Held, ey. Ich kann dich unmöglich deinem Schicksal überlassen, ne? Entschuldigt bitte, das war Rebecca. Leon sich in der Zwischenzeit gemeldet? Sieht so aus, als ob wir neue Informationen hätten. Leonard wird seine Kontakte schon spielen lassen. Und zur Not rufe ich noch mal in der Klinik an und gebe mich als Tanja aus. Dann müssen die mir doch eine Information geben. Das ist Blödsinn. Tanja hat ihre Mutter nicht in die Klinik eingeliefert. Die Alte ist ja völlig egal. Und, hast du was rausbekommen? Allerdings. Annegret Wittkamp wurde tatsächlich in der Klinik aufgenommen. Und hast du auch erfahren, wie es ihr geht? Ja, ihr Zustand ist äußerst bedenklich. Zum Zeitpunkt der Einlieferung hatte sie eine Alkoholkonzentration von über 3000 Milliliter im Blut. 3 Promille. Können wir sie besuchen? Nein, das geht nicht. Sie wurde direkt in die geschlossene Abteilung verlegt, um dort zu entziehen und auszukurieren. Die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Man wird völlig abgeschottet von der Außenwelt. Jetzt wissen wir aber wenigstens, dass sich jemand um sie kümmert. Ja, und du wirst dich noch ein bisschen gedulden müssen, bis du was über den Tod von Tanjas Bruder herausfindest. Das werden wir ja sehen. Und ihre Familie ist der festen Überzeugung, dass ihre Mutter in der Klinik ist. Ich habe keine Lust, dass die anfangen, Nachforschungen anzustellen. Ich habe dafür gesorgt, dass mein Mann und seine Alki-Braut in einer Entzugsklinik anrufen. Dort hat man ihnen bestätigt, dass Annegret Wittkamp eingeliefert wurde. Und so ein Entzug kann ja dauern. Hat sie irgendwelche Zicken gemacht? Hat geschlafen wie ein Baby. Zwischendurch ist sie mal aufgewacht und hat rumgelallt. Ich dachte schon, die Nachbarn kriegen was mit. Ja. Ich habe ihr was gegeben, das haut den stärksten Elefanten um. Dann war Ruhe. Aber die muss weg. Ich habe absolut keine Lust auf Ärger. Ist Ihnen das ein bisschen Ärger wert? Wie lange soll ich die Alte in meiner Wohnung behalten? Gar nicht. Ich will, dass Sie sie fortschaffen. Und zwar so weit weg, dass ich sie nicht mehr sehen muss. Und dann? Dann knallen Sie sie so lange mit diesem Zeug hier voll, bis von ihrem Gehirn nur noch ein Häufchen Matsch übrig bleibt. Sie soll nicht mehr wissen, wer sie ist, woher sie kommt. Sie soll nicht mehr wissen, ob Tag oder Nacht ist. Warum konntest du nicht ein einziges Mal stark für mich sein? Süße Träume.